mein nächstes Modell wird das Sonderkraftfahrzeug 167 Sturmgeschütz 4 frühe Produktion von Dragon sein. Maßstab 1:35. Das ist wirklich ein erstklassiger Bausatz, so viel kann ich schon mal sagen. Bloß ein Mangel hat halt, und zwar, dass der Zimmerit-Auftrag fehlt. Mittlerweile gibt es von Dragon schon einen Bausatz, wo der auf die Teile schon angegossen ist. Ich musste mich da jetzt anderweitig behelfen. Und zwar habe ich mir von ATAG dieses Resin Zimmerit zugelegt. Das wird dann auch zum Einsatz kommen. Man kann natürlich auch mit Spachtelmasse oder mit dem Lötkolben Zimmerritte stellen, aber ich habe das noch nie gemacht und ich möchte es jetzt auch bei so einem guten Bausatz nicht wirklich zum ersten Mal ausprobieren. Bei diesem Baubericht möchte ich eigentlich wieder nicht auf den Bau als solchen eingehen, denn Plan lesen kann ja jeder selber, sondern es wird sich hauptsächlich um die Bemalung drehen und um die Alterung, also das, wo es wirklich trickreich wird und wo man auch was demonstrieren kann. Noch ein paar kurze Worte zu dem ATAG Resin. Das ist so ein dünner Resinfilm, und auf dem stand das Zimmerit drauf, so leicht oben eben. Und das kann man sehr gut dann mit dem Messer ausschneiden und dann aufkleben auf die Teile, wo man es dann braucht vom Modell. Schon ist es fertig gebaut. So schnell geht es. Naja, zumindest der Zeitraffer. Also, wie ich schon vorher gesagt habe, sehr guter Bausatz. Es gab keinerlei Probleme. Jetzt hier sieht man dann diese Zimmeritplatten, die ich mit Sekundenkleber aufgeklebt habe. Das ist auch kein Problem, das passt alles recht gut. Man muss halt bloß aufpassen, dass man die Platten auch richtig positioniert, weil sonst, wenn die mal falsch kleben, dann kriegt man die kaum mehr ab. Man kann da auch relativ gut beschädigtes Zimmerit darstellen, wie zum Beispiel hier hinten, da ist das abbröckelt, oder auch hier am Eck. Alles kein Problem. Dem Bausatz liegen auch diese Schürzen bei, aus Metall, und die kann man da auch gut einhängen später an diesen Halterungen.
Ich werde aber nicht komplette Schürzen anbringen, das sieht immer so langweilig aus, sondern werden ein paar fehlen oder auch ein paar eingedellt sein oder welche Löcher drin, damit es einen abgekämpften Eindruck macht. Hier die Laufrollen habe ich auch schon zusammengebaut. Nur die Ketten fehlen noch, auf die komme ich später noch zu sprechen. Ja, also der nächste Schritt wird sein, das ganze Modell mit schwarzer Farbe zu grundieren und danach die Tarnfarben aufzubringen, die Detailbemalung oder was dann noch so braucht. Ich habe jetzt den Panzer mit schwarzer Acrylfarbe von Revell grundiert. Das war Matt 9 Anthrazit oder Matt 8 Schwarz, wahrscheinlich egal. Ich sag, das mit dem Grundieren ist immer so eine Sache. Also wenn man Airbrush benutzt, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Wenn man dann mit dem Pinsel arbeitet, ist das jetzt nicht das Muss, aber gut, das ist einfach Geschmackssache, das macht jeder wie er will. Genauso, was man da für eine Farbe benutzt. Manche nehmen da spezielles Grundierungsspray. Ja, kann man machen. Ich halte da jetzt nicht so viel davon. Oder manche benutzen graue Farbe oder weiße Farbe. Also ich ziehe einfach schwarze Farbe vor. Das hat einfach den Vorteil, dass man beim nächsten Arbeitsgang, nämlich wenn dann das Sandgelbe draufkommt, man schon so eine Art Schatteneffekte hat, die dann da so durchscheinen. Das sieht halt vor allem mit dem Zimmerit, mit dieser rauen Oberfläche schon ziemlich gut aus. So, ich sprühe jetzt ein bisschen Sandfarbe auf und um eben den besagten Effekt zu haben, muss man darauf achten, die Farbe eben nicht komplett deckend aufzutragen, sondern eher durchsichtig, damit eben das Schwarze nur durchscheint an manchen Stellen, damit man eben den Schatteneffekt hat.
ist jetzt ein schön gleichmäßiger Farbauftrag, so wie es sein soll. Das gefällt mir schon mal gut. Als nächstes kommt dann die Tarnung drauf, und zwar dunkelgrüne Streifen und rotbraune Streifen. Da werde ich auch mit dem Druck vom Kompressor ein bisschen runtergehen müssen, so zwischen 1,5 und 2 Bar, und dann geht die Tarnung ziemlich gut drauf. Für einfarbigen Auftrag, sowohl vom Schwarz als auch von dem Sandgelb, habe ich so mit 4 bis 5 Bar gespritzt. So, die Tarnung ist jetzt drauf gesprüht, aber wie man sieht, sind die Kontraste zwischen den Tarnfarben schon ziemlich groß. Also das finde ich persönlich immer nicht so angenehm. Außerdem hat man ein paar so störende Sprenkler, die mal gerne daneben gehen. Deswegen ist es Sache, die ich immer mache, wenn ich so eine Tarnung mal, dass ich am Schluss nochmal mit der sandgelben Grundfarbe nochmal ganz leicht drüber sprühe, damit sich die ganzen Farben irgendwie homogenisieren, und dann gehen auch die Sprenkler weg. Also 2 Fliegen mit einer Klatsche. So, genau das habe ich jetzt gemacht, und das ist das Ergebnis. Also ich finde, es ist wesentlich realistischer und auch irgendwie angenehmer fürs Auge. Das sieht einfach nicht so bunt aus, sondern es sieht einfach nach Tarnfarbe aus. Bei dem Tarnmuster, also vom Verlauf von den Flecken, habe ich mir jetzt nicht an irgendeine Vorlage gehalten, weil die Vorschläge in dem Fleckenbauplan haben mir jetzt nicht so gefallen. Wenn ich nicht weiß, was ich für ein Tarnmuster machen soll mit diesen 3 Farben, dann fange ich einfach nur so an, dass ich einfach die Linien immer so schräg über das Fahrzeug verlaufen lasse. Mal ein paar Kurven, aber im Großen und Ganzen ist es immer diese diagonale Richtung. Und dann immer abwechselnd grün und rot. Grün, rot und so weiter. Und das über das ganze Fahrzeug. Das sieht eigentlich immer gut aus, und soweit ich weiß, ist das auch eine sehr gängige Tarnung gewesen an deutschen Panzern.